Name ist Katrin Witte, ich komme von der IBB AG. Ich bin Vorstandsmitglied und dort zuständig für den Bereich Innovation, Expansion und für die virtuelle Akademie. Wenn ich Vitero beschreiben sollte, fallen mir 3 Adjektive vor allem ein. Es ist innovativ, es ist kommunikativ und es ist leicht verständlich. Wir haben vor 10 Jahren uns mit der Auswahl für ein virtuelles Klassenzimmer beschäftigt, weil wir deutschlandweit als IBB mit unseren Standorten vertreten waren. Wir wollten ein zentrales Weiterbildungsportfolio an allen unseren Standorten zu einer hohen Qualität präsentieren. Die Problematik jedoch ist, dass wir nicht an jedem Standort für diese Weiterbildungsmaßnahme auch die entsprechenden vollen Gruppen bekommen haben, sodass wir auf diese neue Technologie zurückgegriffen haben und nun bundesweit Teilnehmer für unsere Kurse in einem virtuellen Klassenzimmer bedienen können. Bei der Auswahl des virtuellen Klassenzimmers war vor allem entscheidend, dass dieses System eine synchrone Kommunikation ermöglicht und die Interaktion der Teilnehmer untereinander. Die einfache Anwendbarkeit war natürlich auch eine Voraussetzung. An Vitero begeistert uns vor allem die vielfältigen Möglichkeiten, die zur Interaktion führen, also wo die Teilnehmer miteinander in Interaktion treten. Beispielsweise sind auch die Nebenräume einer unserer favorisierten Elemente, da wir die Teilnehmer in Gruppen aufteilen können und somit Gruppenarbeiten möglich sind. Der Dozent hat eine sehr einfache Möglichkeit, die methodischen Elemente in diesem Raum anzuwenden, wie in einem richtigen Klassenzimmer. Diese Tischmetapher bei Vitero ist ein Entscheidungskriterium gewesen, warum wir Vitero gewählt haben und warum wir auch bei Vitero bleiben. Unsere Teilnehmer empfinden diese Form eines virtuellen Klassenzimmers als besonders hilfreich, da es auch absolut an ihre Lernbiografie anschließt. Man sieht und fühlt sich wie in einem echten, realen Klassenraum, weil es einfach simuliert wird durch die Sitzordnung um die Tafel herum. Unsere Lerne- und Sitzungsteilnehmer sind sehr, sehr zufrieden mit Vitero. Wir haben eine durchschnittliche Zufriedenheitsquote, wenn man so 12 Monate insgesamt nimmt, von 1,8, so als Schulnote. Und das beweist eigentlich, dass unsere Lerner, obwohl sie nicht live zusammen in einem Klassenraum sitzen, doch mit diesem Medium hervorragend umgehen können und das als positiv auch für sich empfinden und für ihren Lerneffekt. Ich empfinde die Gesprächs- und Lernatmosphäre in Vitero als sehr vorteilhaft, anders als in anderen Systemen. Dadurch, dass wir zum einen dieses Raumfeeling haben mit dem Application Sharing in der Mitte, können wir doch sehr interaktiv miteinander ins Gespräch kommen, sehr stark und sehr konzentriert miteinander arbeiten. Wenn man andere Systeme vergleicht, dann ist dieses Raumgefühl gar nicht so gegeben und das ist das, was unsere Teilnehmer auch so schätzen. Vitero hat vor ungefähr 3 Jahren das sogenannte Language Lab auf den Markt gebracht, von dem wir bis heute sehr stark profitieren, insbesondere in unserem Sprachunterricht. Wir werden noch ganz viel Gebrauch machen von den Anpassungsmöglichkeiten, die Vitero uns bietet und hoffentlich noch bieten wird. Und daher bin ich auch gespannt auf die nächsten neuen Entwicklungen bei Vitero, von denen wir ganz sicher profitieren werden. Ich denke, das Innovationspotenzial für den Anwender hängt von dem Anwender selber ab. Die Vitero bietet die räumliche Möglichkeit, sich auszutauschen, zu interagieren, kreativ zu sein, aber die handelnden Personen in dem Raum machen es aus, ob man innovativ ist oder nicht. Die 3 wichtigsten Gründe, warum wir uns für Vitero entschieden haben, sind zum einen die leichte Anwendbarkeit. Wir haben viele Teilnehmer bei uns in virtuellen Klassenzimmern, die nicht besonders technikaffin sind, die keine hohe PC-Erfahrung haben und damit ist es wichtig, dass die Teilnehmer von Anfang an sofort verständlich wissen, wie sie mit dem System umgehen müssen. Zum Zweiten ist es ein hoher Grad an Interaktion möglich. Wir haben verschiedene didaktische, pädagogische, methodische Elemente enthalten, die dem Dozenten ein leichtes Agieren und Interagieren mit den Teilnehmern ermöglicht und auch die Teilnehmer untereinander profitieren von diesen Funktionen. Die dritte Sache, warum wir Vitero so klasse finden, ist, dass wir eine Vielzahl nicht nur von Interaktionen, sondern auch von Kommunikationsmöglichkeiten haben. Beispielsweise, wir haben 2-jährige Umschulungen in diesem System. Tatsächlich, die Umschüler können gleichzeitig sprechen. Ich glaube sogar 5 Teilnehmer zugleich. Und es gibt bei uns Geburtstagsständchen und es gibt gemeinsame Rezitation von Gedichten, sodass es ein lebendiger Raum ist. Uns hat keiner gezeigt zu diesem Zeitpunkt, wie es geht. Kein Weiterbildungsträger hat eine virtuelle Akademie gehabt und niemand hat in den Büchern geschrieben, wie so ein Rollout funktionieren kann.
Das heißt, bei uns war es sehr viel Try and Error, wovon viele andere Unternehmen profitieren konnten. Wir nutzen Vitero für verschiedene Formen des Unterrichts. Also zum einen die klassische Weiterbildung für unsere Teilnehmer. Wir nutzen es für Firmenkunden, für Selbstzahlergruppen, aber wir nutzen es auch für unsere eigenen Konferenzen und Schulungen. Das virtuelle Klassenzimmer, so wie es Vitero gestaltet, hilft einfach dabei, gute, interaktive, kommunikative Schulungen, Konferenzen durchzuführen. Dennoch müssen die handelnden Personen die Instrumente aus dem Zimmer kennen, verstehen und anwenden können. Wenn wir technische Probleme mit Vitero haben, ist der Support von Vitero sofort zur Stelle. Wir haben einen guten telefonischen Kontakt zueinander, die EDV-Abteilung bei uns und der Vitero-Support lösen meist alle Probleme. Ich würde Vitero nie weiterempfehlen, denn wir möchten gerne mit Vitero als Weiterbildungsträger alleine auf dem Markt bleiben.